Hallo ihr Lieben, hier sind Christian und Theresa von Weg der Klarheit. Wir freuen uns. Wir haben uns vorgenommen, für jedes unserer 10 Wegweiser immer mal wieder Videos einzusprechen und ja, so noch ein bisschen mehr von uns zu teilen. Der Christian muss lachen hier. Nein, bin gespannt. Ja, Den Dämon beim Namen nennen. den Sind wir Dämon schon bei beim Namen Thema? nennen, genau. Ich durfte mir einen Wegweiser aussuchen. Ich habe ausgesucht, den Dämon beim Namen zu nennen. Und ja, der erste Dämon ist, bin gespannt hier mit Video und so. Ja, ja, hat man jetzt doch ein bisschen einen Anlauf. Erste Dämon beim Namen genannt. Gut, du führst das Gespräch. Ja, genau, Das ist ich für geil. das Gespräch. Genau, also wir haben einfach Bock darauf, euch immer mal wieder was zu erzählen zu den 10 Wegweisern, unsere Erfahrungen. Und Idee ist, dass ich einfach Christian heute so ein bisschen zu diesem einen Wegweiser, den Dämon beim Namen nennen, ein bisschen interviewe und er ein bisschen erzählt. Und Christian, erzähl doch mal die Bedeutung für dich von dem Wegweiser. Also, die Bedeutung für mich, es ist für mich einer der wichtigsten Wegweiser. Das ist die Bedeutung für mich, nicht der Inhalt, sondern die Bedeutung für mich. Ich hoffe, das war die Frage. Das heißt, den Dämon nicht beim Namen zu nennen, das war eigentlich mein Leben lange Zeit, sondern Dinge einfach für mich zu behalten, nicht anzusprechen, vielleicht zu hoffen, dass sie so sich ändern oder sie einfach zu schlucken. Das war mein früheres Leben und als ich Theresa kennengelernt habe, das kann man einfach so sagen, da habe ich diesen Wegweiser von ihr gewiesen bekommen und habe hab ihn mir angeschaut, habe ihn ein paar Mal ausprobiert und festgestellt, Mensch, das ist ja viel besser als vorher. Also von dem her, das ist die Bedeutung für mich. Sie hat mein Leben verändert, verbessert. Mhm. Das heißt, für dich ist der wahnsinnig wichtig, Für wenn ich mich verstehe. persönlich ist er ganz wahnsinnig wichtig. Einer der entscheidendsten Wegweiser, die wir haben, hat mir sehr viel gebracht, bringt mir sehr viel, immer wieder. Und Und jetzt, wenn ich mich selber daran erinnere, du hast gerade gesagt, Theresa hat mir den gewiesen, dann ist es vielleicht so, dass jetzt einige Zuschauer denken, ja, aber was meinen die denn genau? Weil ich glaube, am Anfang hab ich nämlich nicht vom Dämon gesprochen, sondern ich habe von Verletzlichkeit gesprochen. Und du fandest es ganz blöd, dass ich jetzt von Verletzlichkeit spreche, weil da auch unter Umständen Manipulation mit einhergeht. Und ich glaube, wichtig ist nochmal zu erklären, worum geht es denn beim dem Dämon? Wie kann sowas aussehen? Was bedeutet das? Vielleicht kannst du da noch was zu erzählen, was du da ja, ähm, für, ja, letzten Endes, wie das aussehen kann. für mich ist ein Dämon einfach ein Gedanke, der ständig wiederkehrt und der im Prinzip einem auf gewisse Weise Energie entzieht. Mhm. Ja, also das ist was Ungutes. Das sind Gedanken, die immer wieder kommen, die ungut sind und die man aber sich aus verschiedensten Gründen nicht traut auszusprechen. Das ist mal eine ganz kurze Zusammenfassung. Mhm. Und eben, wenn der Dämon ausgesprochen worden ist, es gibt ja auch Geschichten, Filme, Bücher, wo diese Sache auch beschrieben wird, dass man eben, wenn man die Sache beim Namen nennt, dass sie sich in Luft auflöst. Rumpelstilzchen, glaube ich, zum Beispiel. Ja, das ist faszinierend. Mhm. Also das heißt, das bedeutet für dich wirklich Dinge anzusprechen und ich glaube, wichtig ist, das können Sachen sein, die einen selber betreffen oder halt auch die Beziehung betreffen oder ganz andere Menschen, aber es geht am Ende um Dinge, die einem Energie ziehen. Das sind Gedanken, die einem Energie ziehen, die einem aus irgendwelcher Grund beschäftigen. Die müssen ja auch keinen objektiven Hintergrund oder eine Basis haben. Das kann eine Spinnerei sein, können Ängste sein, Mhm. da braucht es jetzt nicht wirklich, sondern einfach das, was einen beschäftigt, regelmäßig
und was einem auch Energie zieht, was einem kostet. Ja? Und das, je länger das dauert und je schwerwiegender das ist, desto mehr Energie zieht es. Und ich glaube, das ist im Prinzip auch ungesund. Mhm. Und, Das, ja. und was ist dann deine Erfahrung, wenn du das dann wirklich aussprichst? Also diese Energie, du spürst das, erstmal muss man es ja mitbekommen, jetzt bekommst du mit, da habe ich immer wieder den Gedanken und jetzt spreche ich das einfach mal aus, jetzt rede ich da einfach mal drüber. Was passiert dann? Ja, ich würde sagen, also im idealen Falle, dass ein Gefühl von Angst innerhalb von einer Tausendstelsekunde sich in Entspannung und Erleichterung ändert. Und ich glaube, das kennt jeder. Ich glaube, das braucht man gar nicht so, dass wenn es endlich rauskommt, wenn er irgendwas sagt, egal was das ist, in welchem Umfeld, ob das in der Partnerschaft ist, in der Beziehung zu den Eltern, im Job, in der Arbeit, bei Freunden, wenn es mal raus ist, ja, ist in aller Regel ein Gefühl der Entspannung da. Und die Erfahrung, die man dann oft macht, ist, dass dann, ist es überhaupt nicht schlimm, manchmal erst sofort, manchmal erst nach einer gewissen Zeit. Äh, ja, und mit B denkt man sich natürlich immer, wieso habe ich das nicht schon früher gemacht? Und trotz dieser Erfahrung, die ich jahrzehntelang habe ich es nicht besser gekonnt. Ja, wunderbar. Das heißt, der Wegweiser ist extrem wichtig für dich. Du wendest ihn regelmäßig an. Gibt es noch irgendwas, was du da den Zuschauern noch mitgeben willst zu dem Thema? Oder hast du das Gefühl, worum es da für dich geht, Es ist eine ist ausgedrückt? ja, es ist eine unheimliche Befreiung und was mir hilft, ist, das als Wegweiser zu haben, ist, dass ich immer wieder daran erinnert werde. Ich habe nach wie vor noch nicht den perfekten Automatismus, dass es immer gleich kommt, ja, sondern manchmal muss ich mich selber daran erinnern und es dauert für mein Befinden immer noch etwas zu lang. Und das andere, das ist meine ganz persönliche Meinung, ist, nicht bei jedem Scheiß machen, ja. Also bei Kleinigkeiten, irgendwelche Fürz im Hirn, sondern ich habe ja vorher schon gesagt, das sollte schon etwas sein, was einem regelmäßig beschäftigt und wo man merkt, äh, dass das Energie zieht. Ja, das ist also was Nachhaltiges. Man sollte nicht die eigenen Gedanken dem anderen vor die Füße werfen und damit ihm dann die Energie rauben, indem man sagt, so jetzt habe ich es raus, ja, wohl musst du mal wissen. Das ist mir auch wichtig. Es sollte schon auch ausgewählt sein und nicht bei jedem minimal quersitzenden Furz. Genau, und ich glaube, es geht auch nicht darum, jetzt jemandem anderen was zu sagen und dann zu erwarten, dass der andere sich verändert, sondern es geht einfach nur darum, das, was in einem ist, auszusprechen. Gut, da Ohne kommen wir Erwartung. natürlich auf die Art und Weise, wie man das ausspricht, aber das ist eine allgemeine Form der Kommunikation, dass man eben von sich spricht, von Genau. seinen Dämonen, von seinen Ängsten, Gedanken, die man hat. Das das ist aber nicht spezifisch zu diesem Thema. Mhm. Genau, das Thema Erwartung ist noch ein neues Thema. Oh ja. Ein weiterer Wegweiser, über den wir euch ein anderes Mal Oh, der ist berichten. auch so gut. Da müsst ihr jetzt warten, bis wir wieder das nächste Video aufnehmen. Genau. Danke, ihr Lieben. Schön, danke fürs Zuhören. Und wenn ihr Fragen habt oder sagt, das wollt ihr noch genauer verstehen, könnt ihr euch gerne bei uns Es gibt melden. viele Kanäle, wir sind auf ganz vielen Kanälen präsent. Steht alles unten in der Beschreibung. Wunderbar. Vielen Dank und noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen.